Es klingt wie ein Märchen, aber es ist eine wissenschaftliche Tatsache. Als Archäologen im Jahr 1922 das Grab des Pharao Tutanchamun öffneten, fanden sie zwischen Gold und Sarkophagen auch etwas ganz Alltägliches: versiegelte Tonkrüge mit Honig. Dieser Honig war über 3000 Jahre alt. Er war älter als Jesus, älter als Julius Caesar. Aber das Unfassbare war nicht das Alter. Das Unfassbare war, dass die Forscher ihn probierten, und er schmeckte nicht nach Staub oder Verwesung. Er schmeckte süß. Er war perfekt essbar. Stell dir das vor: jedes andere Lebensmittel, Reis, Fleisch, Mehl, wäre nach dieser Zeit zu giftigem Staub zerfallen. Aber Honig scheint die Zeit einfach zu ignorieren. Er ist das einzige Nahrungsmittel der Welt, das in seinem natürlichen Zustand physikalisch unsterblich ist. Du könntest heute ein Glas kaufen, es in den Keller stellen und deinen Urenkeln vererben. Es wäre noch genauso frisch wie heute. Wie ist das möglich? Ist es Magie? Sind es künstliche Konservierungsstoffe? Nein. Es ist eine geniale Kombination aus Chemie und Physik. Die Bienen haben eine Substanz entwickelt, die Bakterien nicht einfach nur fernhält, sie reißt sie physikalisch in Stücke. Honig ist eigentlich kein Essen. Er ist ein biologisches Hochsicherheitslager. Willkommen beim Kern der Dinge. Wir schauen uns heute an, warum Bienen eigentlich fliegende Chemiefabriken sind. Wenn du bereit bist, die Welt mit den Augen der Wissenschaft zu sehen und dabei vielleicht zu lernen, warum du kristallisierten Honig nie wegwerfen solltest, dann abonniere den Kanal. Wir entschlüsseln die Technik, die uns täglich umgibt. Die Produktion: Trocknen statt Kochen. Um die Unsterblichkeit zu verstehen, müssen wir uns den Herstellungsprozess ansehen. Denn Honig kommt nicht fertig aus der Blume. Was die Biene sammelt, ist Nektar. Und Nektar ist extrem verderblich. Er besteht zu 80% aus Wasser und ist voll mit wilden Hefen. Würde man Nektar in ein Glas füllen, würde er innerhalb von Tagen gären und schlecht werden. Die Bienen müssen diesen Nektar also prozessieren. Und der Prozess ist, wenn wir ehrlich sind, ein bisschen unappetitlich. Die Sammelbiene saugt den Nektar auf, speichert ihn in ihrem Honigmagen und fliegt zum Stock. Dort wirkt sie ihn hoch und übergibt ihn an eine Stockbiene. Diese schluckt ihn, wirkt ihn wieder hoch, gibt ihn weiter. Der Nektar wandert durch viele Bienenmägen. Doch warum tun sie das? Es ist ein industrieller Entwässerungsprozess. Jedes Mal, wenn der Nektar über die Zunge einer Biene läuft, verdunstet Wasser. Im Stock verteilen sie den Saft dann in den Waben. Tausende Bienen fächern mit ihren Flügeln frische Luft durch den Stock. Sie arbeiten wie Ventilatoren in einer Trocknungsanlage. Sie hören erst auf, wenn der Wassergehalt von 80% auf unter 18% gesunken ist. Erst dann kommt der Wachsdeckel drauf. Honig ist also eigentlich nichts anderes als extrem dehydrierter Nektar. Das Ergebnis dieser Trocknung ist Waffe Nummer 1 gegen Bakterien: der Zuckergehalt. Honig besteht zu über 80% aus Zucker und hat kaum freies Wasser. Das macht ihn zu einer sogenannten hypertonischen Lösung. Und hier kommt ein physikalisches Prinzip ins Spiel: die Osmose. Die Natur will Konzentrationsunterschiede immer ausgleichen. Stell dir vor, ein Bakterium landet im Honig. Ein Bakterium ist wie eine kleine Wasserblase. Da im Honig fast kein Wasser ist, aber im Bakterium viel, entsteht ein gewaltiger Sog. Der Zucker im Honig zieht das Wasser mit brutaler Gewalt durch die Zellwand des Bakteriums nach draußen. Wissenschaftler nennen das Plasmolyse. Das Bakterium wird nicht vergiftet. Es wird physikalisch leergesaugt. Es vertrocknet und stirbt augenblicklich. Honig ist für Mikroorganismen wie eine Wüste, die dir das Wasser aus dem Körper zieht. Solange der Deckel auf dem Glas ist und keine Feuchtigkeit von außen reinkommt, kann in diesem Milieu absolut nichts überleben. Aber Bienen gehen auf Nummer sicher. Trockenheit allein reicht ihnen nicht. Während der Produktion im Bienenmagen passiert noch etwas Chemisches. Enzyme wandeln einen Teil des Zuckers in Gluconsäure um. Das drückt den pH-Wert von Honig massiv nach unten. Honig ist sauer. Er hat einen pH-Wert zwischen 3 und 4,5. Zum Vergleich: das ist irgendwo zwischen Essig und einer Zitrone. Wir schmecken das nicht so stark, weil der Zucker die Säure überdeckt. Aber für Bakterien wie Salmonellen, E. coli oder Streptokokken ist das ein tödliches Säurebad. Sie brauchen ein neutrales Milieu, um sich zu vermehren. Im Honig werden ihre Proteine von der Säure angegriffen und zerstört. Wir haben also eine Wüste, die gleichzeitig ein Säuresee ist. Aber die Bienen haben noch eine dritte, versteckte Waffe eingebaut. Erinnerst du dich an das Enzym, das die Bienen hinzufügen? Es heißt Glucoseoxidase. Dieses Enzym ist ein Schläfer. Im konzentrierten Honig ist es inaktiv. Aber sobald Honig verdünnt wird,
zum Beispiel wenn man ihn auf eine offene, nässende Wunde streicht, wacht das Enzym auf. Es beginnt zu arbeiten und produziert als Abfallprodukt eine chemische Substanz, Wasserstoffperoxid, H2O2. Genau das gleiche Zeug, das Chirurgen nutzen, um OP-Besteck zu sterilisieren. Es ist ein starkes Oxidationsmittel, das Zellwände sprengt. Das bedeutet, Honig ist nicht nur passiv sicher, er hat ein aktives Verteidigungssystem. Sobald er angegriffen wird, produziert er sein eigenes Desinfektionsmittel. Schon die alten Ägypter strichen Honig auf Wunden, um Infektionen zu verhindern, lange bevor wir wussten, was Bakterien überhaupt sind. Wenn Honig unsterblich ist, warum werfen wir ihn dann so oft weg? Du kennst das. Du hast ein Glas im Schrank. Nach ein paar Monaten ist der Honig nicht mehr flüssig. Er ist weiß, hart und krümelig. Viele Menschen denken, der ist schlecht geworden. Da ist Zucker ausgefallen. Und das Glas landet im Müll. Das ist ein riesiger Fehler. Das, was du da siehst, ist kein Verderb. Es ist Physik. Honig ist eine übersättigte Lösung. Er enthält mehr Zucker, als das bisschen Wasser eigentlich halten kann. Das ist ein instabiler Zustand. Der Traubenzucker will zurück in seine stabile Kristallform. Er kristallisiert aus, der Honig wird fest. Das ist kein Mangel. Es ist ein Qualitätsbeweis. Es zeigt, dass es echter, naturbelassener Honig ist. Billiger Industriehonig wird oft totgefiltert, um alle Pollen zu entfernen, damit er jahrelang flüssig bleibt. Das sieht hübsch aus, entfernt aber alle gesunden Stoffe. Wenn dein Honig hart wird, freu dich. Willst du ihn wieder flüssig haben? Stell das Glas einfach in warmes Wasser. Bei 40 Grad schmelzen die Kristalle und der Honig ist wie neu. Diesen Vorgang kannst du unendlich oft wiederholen. Gibt es also gar kein Risiko? Doch, eine einzige Ausnahme. Und die betrifft Säuglinge. Es gibt Bakterien, die Sporen bilden, eine Art gepanzerter Schutzbunker. Die Sporen von Clostridium botulinum können im Honig überleben. Sie können sich dort nicht vermehren, aber sie warten einfach ab. Für Erwachsene ist das egal. Unsere Magensäure vernichtet diese Sporen sofort. Aber bei Babys unter 12 Monaten ist der Darm noch nicht ausgereift. Die Magensäure ist zu schwach. Dort können die Sporen aufwachen und Toxine produzieren. Deshalb steht auf jedem Honigglas der Warnhinweis für Kinder unter 12 Monaten. Es ist die einzige biologische Lücke in der Rüstung des Honigs. Honig ist ein technisches Meisterwerk. Die Bienen nutzen Verdunstung, Säure und Chemie, um die Zeit anzuhalten. Ein Glas Honig ist im Grunde eine Zeitkapsel. Es zeigt uns, dass Haltbarkeit nicht immer künstliche Konservierungsstoffe aus dem Labor braucht. Manchmal reicht es, die physikalischen Bedingungen so extrem zu ändern, dass Leben unmöglich wird.